Also wenn die EU mir keine Daten geben will, gehe ich zurück in die USA. Du fragst Leute noch, ob du Daten sammeln darfst? Willst du welche von mir kaufen? Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass ihr mal ganz kurz schon mal den Like da lasst und den Abo-Button so hart drückt, bis er ausfällt. Apropos Ausfall, willkommen zu den Hacking News. In Portugal hatte eine Weile lang niemand mehr Internet, zumindest keins von Vodafone. Mehr als 24 Stunden gingen keine oder fast keine Online-Dienste mehr. Mobiles Netz, Festnetz, SMS, Sprachdienste, alles ist ausgefallen. 3G war allerdings nach kurzer Zeit wieder lauffähig. Betroffen waren neben Privatpersonen vor allem der Notruf und einige Geldautomaten, die wohl am 4G-Netz hingen. Laut dem Geschäftsführer handelte es sich um einen gezielten terroristischen Angriff, der nur darauf ausgelegt war, Dienste lahmzulegen. Das heißt, es wurde nichts gestohlen. Das Gute daran ist, dass offenbar kritische Infrastruktur nicht nur an einen Anbieter gebunden war und somit verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet wurde. Man möge sich vorstellen, was alles ausgefallen wäre, wenn wirklich alle Internetanbieter offline gegangen wären. So, jetzt da ihr wach seid, lasst uns mal ordentlich ausholen mit dem Informatiker. WinFake 11. Einige falsche Update-Programme sind im Umlauf, die euer Windows 10 in ein Windows 11 upgraden wollen. Das einzige, was sie wirklich tun, ist Malware zu installieren. Installiert wird die Malware Redline, die wohl am meisten verbreitete Software für Passwort, Cookie, Kreditkarten und Krypto-Wallet-Diebstahl. Die hauptsächliche bösartige, aber nicht die einzige Domain, von der man sowas runterladen kann, ist windows-upgraded.com, also bloß nicht draufgehen. Gespeichert wird die Malware auf den Servern von Discord, ohne dass die davon irgendwas mitbekommen. Öliger Hack. Oil Tanking, ein Tanklogistikunternehmen für Öl und Benzin, wurde gehackt. Die Systeme sind lahmgelegt, weshalb Tanklaster aktuell nicht befüllt werden können. Insgesamt sind 13 Tanklager in Deutschland betroffen. Einen Lieferengpass soll es wohl aktuell nicht geben, da es aber auch noch weitere Dienstleister gibt. Aber preislich könnte man das durchaus merken. Mehr Stammzuhörer geht nicht. In Seattle wurden einige Autoradios der Firma Mazda unbrauchbar. Der Radiosender QOF, der zum öffentlichen Rundfunk dort gehört, meinte dazu, dass es wohl an dem exakten Signal auf dieser exakten Frequenz läge. Radios ließen sich dann teilweise nicht mehr umstellen, teilweise fielen sie sogar komplett aus oder auch nur Bluetooth. Furchtbares Dilemma. Wieder nicht geklingelt. Auch DPD macht Fehler. Die API des Paketzustellers hatte eine Logiklücke. Zum Bestätigen der Identität einer Lieferung war die Postleitzahl nötig, welche man aber mit der ID leicht über die API anfragen konnte und sie zurückbekam in Form einer Karte. Diese Karte, da kann man natürlich sehr schnell die Postleitzahl auslesen. Hatte man die, konnte man die teilweise persönlichen Informationen der Sendung einsehen. Häufig gehörten dazu auch E-Mail-Adresse, Telefonnummer und natürlich die volle Adresse des Belieferten. Die Finder meldeten die Lücke sofort an DPD, welche die Lücke reparierten. Nach Hack-Leak. Hacker haben nach einem erfolgreichen Ransomware-Angriff auf die Emil-Frey-Gruppe nun sämtliche Kundendaten im Darknet geleakt. Die Emil-Frey-Gruppe ist der größte Autohändler Europas, welcher dementsprechend viele Daten hält. Die Emil-Frey-Gruppe hat dennoch richtig gehandelt und die Ransomware-Gruppe nicht bezahlt, sondern ihre Systeme mit Hilfe von Backups nach dem Hack möglichst schnell wieder lauffähig gemacht. Dank Double Extortion sind nun aber leider Kundendaten sowie interne Details verfügbar gewesen. Rechnet als Kunde daher bitte mit mehr Phishing- und Scam-Versuchen. Unfortunate. Ebenfalls betroffen sind Morley Companies, welche man vielleicht nicht kennt, die aber Zulieferer für eine Vielzahl an Fortune 500 Companies sind. Also weltweiten Giganten. Die hat nun einen Leak, wodurch Daten von über mehr als 500.000 Kunden gestohlen wurden. Teilweise mit allem, was dazugehört, sogar mit medizinischen Diagnosen. Wirklich spezifisch über wie's oder warum's sind sie nicht geworden in ihrem Bericht. Ihr Flug ist heute leider verspätet. Ein Cyberangriff auf Swissport hat für Verzögerungen im Zürcher Luftraum gesorgt. Auch hier handelt es sich wieder um eine Ransomware, wodurch natürlich die Verwaltungssoftware nur bedingt funktionsfähig war. Trotz dessen kam es nur zu Verspätungen von unter einer halben Stunde.
Bezüglich der Flugsicherheit kam es zu keinen Problemen, weil die Backup-Prozesse so etabliert sind. Eine Kommunikation mit den Piloten war daher kein Problem. Sehr beruhigend das Ganze. Bounty Hacker. Apple hat einem Hacker $100.500 bezahlt für eine Sicherheitslücke, mit der man die Webcam des MacBooks übernehmen konnte. Es handelte sich um eine Lücke in Safari, die 2 Lücken auf einmal nutzte, um die Sandbox und Berechtigungsverwaltung zu umgehen. BIOS-Update nötig. Alle Anbieter von UEFI-Firmware, die IBV-Code bei sich eingebaut hatten, hatten eine Mixtur aus bis zu 23 Sicherheitslücken mit teilweise sehr hohem Ausmaß. Solltet ihr also bei einem der folgenden Anbieter sein, solltet ihr ein BIOS-Update durchführen. Die Anbieter sind Fujitsu, Siemens, Dell, HP, HPE, Lenovo, Microsoft, Intel, Insight und Bull Atos. Die meisten der Lücken sind schwer auszunutzen und verlangen Zugang zum System, könnten dann aber gravierenden Schaden bei euch anrichten. Sie sind daher besonders in Kombination mit anderer Malware ein großes Problem. Alle Patches wieder. Chrome hat ein Update, in welchem sogar 2 Schwachstellen mit einem Bounty von jeweils $20.000 repariert wurden. Insgesamt sind 27 Sicherheitsfixes enthalten. Auch Microsoft hat einige hohe Sicherheitslücken gefixt. Auch wenn Angriffe damit komplex sind, solltet ihr dringend patchen. Dasselbe gilt für Cisco-Router, die durch eine Reihe von 15 Lücken komplett übernommen werden konnten. Auch Samba unter Apple- und Linux-Systemen erlaubten Remote Code Execution. Apple-Systeme solltet ihr generell dringend patchen, denn Apple hat im letzten Update 2 Schwachstellen repariert, die sogar schon ausgenutzt wurden und ziemlich kritisch waren. Betroffen waren hier alle neueren iPhones, iPads und Macs. Auch bei Thunderbird und Mozilla hagelt es dringende Patches und für die Entwickler unter euch PHP Everywhere und Elementor für WordPress hatten auch kritische Lücken, die sogar einige tausend Websites hart treffen könnten. Grundsätzlich seid ihr gut damit beraten, einfach alles zu updaten, weswegen es auch übrigens so schlimm ist, wenn ein System keine Patches mehr bekommt. Denn dann bekommt ihr die Updates gar nicht erst. Hacked Finance. $14,4 Millionen wurden in Kryptowährungen von den Plattformen Dego Finance und Cocos BCX erbeutet. Die Funds wurden von den Liquidity Pools auf Uniswap und PancakeSwap gestohlen, weil die Hacker an die privaten Schlüssel des Teams gelangen konnten. Die Teams beteuerten, dass es kein sogenannter Rug-Pull war. Ein Rug-Pull ist im Endeffekt wie ein Exit-Scam, wo die Teams einfach mit dem Geld der Investoren verschwinden. Hier sei ein echter Hack passiert, so die Teams. Der Handel mit dem Dego-Token wurde vorläufig eingestellt, damit die Hacker das Geld nicht ausgeben konnten. Wurmloch offen. Wormhole, eine beliebte Anwendung, um etwa Ethereum und Solana untereinander zu tauschen, war auch Opfer eines Angriffs. Eine Schwachstelle im Code erlaubte umgerechnete $320 Millionen in Krypto zu stehlen. Laut den Entwicklern hatte man vergessen, die Integrität der Signatur zu prüfen. Damit ist dieser Hack der 4. größte Krypto-Hack, der bislang überhaupt stattgefunden hat. Aktuell versuchen die Ersteller von Wormhole mit den Hackern zu verhandeln. Die Funktionsfähigkeit ist allerdings wiederhergestellt, das Geld wurde ersetzt durch quasi Backup-Geld. 6 Jahre und so viele Fehler. Im Jahr 2016 wurden ca. 120.000 Bitcoin vom Krypto-Exchange Bitfinex gestohlen. Heute entspricht das ca. $4,5 Milliarden. Jetzt haben Ermittler in den USA 3,6 Milliarden bei einem New Yorker Paar beschlagnahmt. Diese waren seit 2017 damit beschäftigt, das Geld zu waschen und nutzten dazu verschiedenste Börsen, Konten, Briefkastenfirmen und wechselten munter zwischen Krypto, Dollar, NFTs und Gold und sogar Geschenkgutscheinen hin und her. Zum Verhängnis wurde ihnen, dass sie häufiger denselben Mailanbieter und dieselbe IP nutzten. Ebenso haben sie gekauftes Gold an ihre Adresse liefern lassen, an ihre echte Adresse, und eine Datei in die Cloud geladen, welche die Schlüssel für über 2000 Wallets enthielt. Es droht ihnen nun eine langjährige Haftstrafe. Not so health, even less human. Eine neue Studie besagt, dass etwa 80% des irischen Gesundheitswesens letztes Jahr von Conti verschlüsselt wurden. Die Ransomware führte zu erheblichem Datendiebstahl, aber auch zu massiven Ausfällen. Laut den Berichten hatten die Krankenhäuser kaum Cybersicherheit, weswegen ein so massiver Angriff überhaupt erst möglich war.
Smish Smash. Die Medusa-Malware motiviert Angreifer offenbar, möglichst viele Smartphones zu infizieren. Scheint sich zu lohnen. Der Banking-Trojaner weitet sein Gebiet aus und flutet alle Handynummern da draußen mit SMS-Phishing-Angriffen, sogenanntem Smishing. Installiert man die Software, indem man auf den Link klickt, kann sie vor allem mitlesen und mitschneiden, aber auch einzelne Ghost-Clicks ausführen, also Klicks, die eigentlich gar nicht existieren, sozusagen simulierte Klicks. Spezialisiert auf Banking-Apps könnt ihr euch vorstellen, was Angreifer dann wohl tun. Speziell Europa ist wohl im Fokus, ebenso wie das bei Roaming Mantis, einer weiteren Malware, der Fall ist. Die hat sich allerdings eher auf das Stehlen von Bildern und Videos spezialisiert. Giftige Suchmaschinen. Eine neue Welle an Malware rollt über Websites. Und statt sie zu verschlüsseln oder anderweitig anzugreifen, bringen sie diese Websites nur dazu, Links bei sich zu integrieren. Dadurch landen bei speziellen Suchen die bösartigen Links der Angreifer weiter oben bei den Google-Ergebnissen und natürlich auch bei Bing. Es handelt sich besonders um Zoom, Microsoft Visual Studio 2015 und TeamViewer. Sucht man danach, können die ersten Einträge so bösartige Malware enthalten. Ein unfassbarer Aufwand, nur um schnell wieder gesperrt zu werden auf den Suchmaschinen. Ukraine-Konflikt. Die russische Gruppe Primitive Bear greift derzeit aktiv mit Phishing-Kampagnen ukrainische Regierungsnetzwerke an. Ziel ist wohl, die Systeme und Infrastruktur zu übernehmen. Eingesetzt werden eine ganze Horde an Phishing-Angriffen, Word-Dokumente, bösartige Apps und Software-Downloads und noch vieles mehr. Sollte ein Angriff erfolgreich sein, würde Software installiert werden, sodass die Angreifer Remote-Zugang zu den Rechnern bekommen. Hoffentlich kommt da nicht noch was auf uns zu. China liebt Taiwan. Taiwans Finanzinstitute werden auch seit nun mehr als 18 Monaten mit Cyberangriffen überschüttet. Ziel ist die Übernahme der Systeme und Netzwerke, allerdings verhält sich die Malware, wenn sie mal installiert wurde, extrem ruhig und sendet nur heimlich alle Daten nach Hause. In einem speziellen Netzwerk beispielsweise hielt sich die Malware fast 250 Tage lang auf, ohne Schaden anzurichten. Wie gewohnt sind die chinesischen Angriffe professionell und schwer bis unmöglich zu erkennen und stehlen hauptsächlich Daten, anstatt wirklich Schaden anzurichten. Und damit landen wir wieder beim Hack der Woche, welchen ein anonymer Angreifer namens Pax, geschrieben P4X, sich zuschreibt. Er behauptet, Opfer eines staatlichen Angriffs aus Nordkorea gewesen zu sein, wobei ihm die US-Behörden nicht wirklich helfen wollten. Deswegen hat er nun kurzerhand beschlossen, mal so digital in Nordkorea amok zu laufen. Laut eigener Aussage hat er zahlreiche ungepatchte Systeme gefunden, welche er nun angreift und ausschaltet. Es sei zwar nicht mehr als das Herunterreißen von Propagandaplakaten, das er betreibt, aber als Racheaktion reicht's ihm wohl aus, hat er gemeint. So sind nun also bereits einige Websites und Propagandasysteme offline gegangen, dank ihm. Was sagt ihr dazu? Sinnvolle Racheaktionen? Unnötige Provokation oder vielleicht sogar dumm, weil er nun ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigene Cybersicherheit lenkt? Das ist insofern brisant, als da wir zum ersten Teil der Politik-News kommen. Nordkorea ist ja quasi abgeschnitten vom Weltmarkt und hat daher große finanzielle Probleme für alles, was von außen kommt. Man kann nicht einfach mit der dortigen Währung einkaufen gehen, irgendwo in einem anderen Land. Mithilfe von Hackern und Raubzügen wurden aber nun, so Schätzungen, Kryptowährungen im Wert von fast 400 Millionen Dollar gestohlen insgesamt, die man natürlich auch für Warenimport nutzen kann. Es wird nun vermutet, dass sich Nordkorea dadurch seine Raketen und Raketentests finanziert. Also, wenn ihr mal ein Lösegeld für eure Daten bezahlt habt, habt ihr eventuell eine Atomrakete in Nordkorea mitbezahlt. Nice. Wo wir aber gerade schon bei den Politik-News sind. TikTok, eine, ich erinnere ganz kurz, chinesische App. Dort wurden nun Wörter wie Arbeitslager und Umerziehungslager zensiert. Denn China möchte definitiv nicht, dass jemand weiß, dass sie die uigurische Minderheit in genau diese inhaftieren. In automatischen Untertiteln wurden diese Wörter nun als Sternchen geschrieben. Also zum Beispiel Arbeit Sternchen. Das betrifft auch vor allem die deutsche Version von TikTok. Netzpolitik.org konnte insgesamt 9 Wörter identifizieren, darunter aber auch sowas wie Prostitution, welches eigentlich nichts mit der Thematik Arbeitslager zu tun hat. Auch alle Teilwörter mit der Silbe Ass waren betroffen, also Hass, Rassismus, aber auch Lassen oder Wasser.
TikTok schiebt das daher einfach auf problematische Filter bei englischen Ausdrücken. Eine Zeile Code und das wäre gefixt. Das übrigens auch mit Doppel-S. Allerdings schon viele Videos auf TikTok schon lange mit einem Shadowban versehen werden oder einfach auf der Plattform nicht beworben werden, ist länger bekannt. Dadurch versucht China ihre Vorstellung von Gesetzen auch auf uns auszuweiten. Bei uns übrigens auch bekannt. Vielleicht habt ihr selbst schon mal TikToker gesehen, die Wörter wie Depression mit Dollar- oder Eurozeichen statt S oder E schreiben. Das liegt genau daran. Ich verstehe leider bis heute nicht, weshalb diese Plattform nicht reguliert wird. Aber ich will es nur noch mal betonen, China hört das gar nicht gern, wenn man von den Uiguren spricht, die in deren Arbeitslagern zwangssterilisiert werden. Kommen wir aber kurz zu meinem persönlichen Lieblingshack der Woche, dem Lacher der Woche. Tatsächlich ist eine neue Ransomware aufgetaucht, die nach dem Verschlüsseln eines Systems das Opfer zwingt, einen YouTube-Kanal zu abonnieren. Außerdem soll man möglichst viele Videos des Täters kommentieren. Der Kanal ist zum Zeitpunkt, wo ich das hier schreibe, sogar noch online und ist wohl die seltsamste Lösegeldforderung, die ich je gesehen habe. Derzeit hat der Kanal 74 Abos, aber ich bitte zu bedenken, dass das natürlich auch ein Neider, ein Fan oder jemand komplett Fremdes sein kann, der ihm zum Beispiel schaden möchte. Denn ein echter Banngrund ist das nicht. Man müsste das ja erst noch beweisen, dass er das wirklich selber war. Sonst könnte ja auch einfach zum Beispiel Conti, eine Ransomware-Gruppe, die ziemlich weit verbreitet ist momentan, mich oder jeden beliebigen anderen YouTuber damit einfach aus dem Weg räumen. Interessantes Mindgame eigentlich. Und damit kommen wir zum Aufreger der Woche. Das habt ihr sicher in den Schlagzeilen schon gesehen. Meta, also ihr wisst schon, ehemals Facebook, hat erwähnt, dass sie ohne den Privacy Shield und die Möglichkeit, Daten in die USA zu übertragen, einen Großteil ihrer Dienste nicht mehr in Europa ausführen können. Vielerorts war daraufhin die Schlagzeile zu lesen, dass Meta sich aus der EU zurückziehen möchte. Das hat nun ein Sprecher von Meta klargestellt, dass das nicht so ist. Sie würden auf gar keinen Fall damit drohen, hat er gemeint, sie wollen nur eine Alternative zum Privacy Shield, der 2020 vom EuGH als rechtswidrig erklärt wurde. Eine kleine Drohung war es allerdings tatsächlich schon, zu sagen, Meta würde verschwinden. Aber sie haben dann wohl schnell gemerkt, dass das vielleicht gar nicht so praktisch für sie selbst wäre. Ich meine, zu WhatsApp gibt es ja bekanntlich tolle Alternativen. Nur immer noch Leute, die sich weigern zu wechseln. Und auch die restlichen Dienste könnte man dann endlich angehen und auf Alternativen umstellen. Aber da, wo die Massen sind, sind leider auch die Influencer. Und da, wo die Influencer sind, sind die Massen. Irgendwas mit Henne und Ei. Ihr müsst aber nun wohl nichts befürchten, es wird sich vermutlich ohnehin nichts ändern. Wo wir apropos gerade bei Meta sind, lasst uns doch mal kurz in Richtung Privacy News schauen. Twitter nutzt für 2FA per SMS einen Dienst, der sich Mitto AG nennt oder der von Mitto AG bereitgestellt wird. Und der wiederum hat laut Berichten nun an Regierungen die Daten verkauft. Das Ganze ist nur öffentlich geworden, weil Twitter sich gegenüber Bloomberg geäußert hat, warum sie diesen Dienst nicht mehr benutzen wollen. Scheinbar hat der Mitgründer der Mitto AG ohne das Wissen der anderen im Unternehmen Lücken im SS7-Netz ausgenutzt, die seit 2016 bekannt sind, aber nicht wirklich repariert werden können. Man kann damit via SMS anrufen, zuhören, Textnachrichten lesen und sogar die Position tracken. Zum Glück kommen nur wenige überhaupt bis ans SS7. Das wird nämlich nur für internationale Kommunikation genutzt und darf nur von wenigen belegt werden. Lesbare 2FA-Codes sind offensichtlich ein wichtiger Grund, warum man also kein SMS als zweiten Faktor nutzen sollte. Das ist ja quasi wertlos, wenn ich das mitlesen kann. Das hatte ich euch aber schon einige Male gesagt. Holt euch daher bitte zumindest eine App, besser noch einen Security Key für den zweiten Faktor, okay? Auch in den Hardware-News geht es heute um Privacy. Einem Forscherteam ist es gelungen, mit Hilfe der Grafikkarte einzigartige Fingerprints zu erstellen, die man auf Websites für Tracking nutzen kann. Genutzt wird WebGL, eine Schnittstelle für 3D-Grafiken, die mittlerweile in allen gängigen Browsern funktioniert. Für das Tracking werden kurze, aber sehr intensive Berechnungen gestartet. Diese erstellen Messungen und diese Messungen liefern quasi Werte am Ende raus, die sich selbst bei identischen Grafikkarten ganz minimal unterscheiden. Die Ergebnisse sind zwar dieselben am Ende, aber die Zeiten zum Beispiel variieren vielleicht ganz minimal oder die Nachkommastellen. Laut den Forschern kann man so die durchschnittliche Trackingzeit von 17,5 Tagen um 67% erhöhen und so Nutzer effektiv für 28 Tage lang tracken.
Da sich aber aktuell noch die Schnittstelle für Grafikkarten häufig ändern, wird man auch die neuen APIs mal anschauen müssen und darauf warten müssen, was die eigentlich machen. Die könnten nämlich Gaming so richtig in den Browser bringen, aber leider dadurch vielleicht auch Tracking ermöglichen, wer weiß. Eine Möglichkeit wäre, WebGL aber auch einfach zu blockieren, sofern man es nicht wirklich benötigt in der Webseite, also von der Browserseite. Eine weitere Meldung im Privacy-Bereich gibt es bei Apple. Apple hat im April letzten Jahres einige gravierende Änderungen an ihren Privacy-Richtlinien vorgenommen. Meta, Twitter, Snapchat und Pinterest beschweren sich nun, dass die Änderungen sie, Achtung, festhalten, ca. 315 Milliarden Dollar gekostet hätten. Das sah man aber vor allem nur in den Aktienmärkten, weniger als effektive Kosten. Der Aktienwert von Twitter hatte sich sogar ungefähr halbiert, der von Pinterest sogar fast gedrittelt. Man muss hier echt mal sagen, dass Apple in letzter Zeit da sehr viel richtig gemacht hat. Privatsphäreänderung, damit kennt sich Meta ja eigentlich aus, nur ging es jetzt mal nicht auf unsere Kosten. Anders sieht das beim Fail der Woche aus. Wie gewohnt geht der an die Luca-App. Ja, schon wieder dieses Thema. Immer weniger Nutzer, ein großer Delete-Luca-Tag und immer mehr Landesregierungen steigen aus dem Vertrag mit Luca aus. Aber die Luca-App will ihre Nutzer noch ein wenig mehr nutzen, ihr versteht schon. Denn sie wollen jetzt vorhandene Nutzer dazu bewegen, ihre Ausweise in die App zu speichern. Angesichts der Geschichte an gravierenden Sicherheitslücken in der Luca-App kann ich nur noch raten, wer sie noch nicht deinstalliert hat, sollte das ganz dringend tun. Aber auf gar keinen Fall sollte irgendjemand da seinen Ausweis drin speichern. Das ist eine riesige Einladung für Identitätsdiebstahl. Der Win der Woche geht an Microsoft. Die haben es nämlich endlich geschafft, Makros, die mit dem Internet agieren, per Default in allen Office-Apps zu blockieren. Hooray! Hat ja nur, wie lange? Mehr als ein Jahrzehnt gedauert. Das ist insofern aber trotzdem enorm sinnvoll und wichtig, weil viele Viren über Word, Excel oder PowerPoint-Dateien auf euer System gelangen und die Sperre nun dafür sorgt, dass selbst wenn ihr so ein Malware-Makro öffnet, nichts geschieht. Solange ihr es nicht absichtlich ausführen wollt zumindest. Microsoft hat lange Zeit versucht, Malware vorher zu erkennen und zu blocken, aber leider waren die Malware-Hersteller immer irgendwie einen Schritt weiter. Die Krypto-News, die hat sich tatsächlich Disney angelacht. Der Konzern sucht nämlich NFT-Experten in einer Stellenausschreibung. Viele bringen aber NFT und Metaverse direkt in Verbindung und vermuten jetzt, dass da irgendwas läuft. Und da muss ich kurz halt Stopp sagen. NFT sind ja erstmal nur Besitztümer, die man festlegt. Disney hat nun in einem Podcast gesagt, sie wollen genau das tun, indem man einfach überzeugendes geistiges Eigentum anbietet. Für Disney sieht das vielleicht so aus, dass man Sammelkarten als Idee zur Verfügung stellt. Man wird sehen, wie sich das entwickelt, aber ja, auch in meiner Kindheit waren Sammelkarten der Taschengeld-Cash-Grab. Noch deutlich erfreulicher tatsächlich ist aber die folgende Meldung über Googles 2FA, unserem zweiten Win der Woche. Nach neuen Meldungen ist die Anzahl an Account-Hacks bei Google-Accounts wohl um über 50% zurückgegangen. Seit nämlich das Unternehmen alle Nutzer zu 2FA zwingt. Google hat's da leicht, das ist schon wahr. Immerhin ist für manche 2FA auch einfach auf dem Handy bestätigen oder per Mail kurz. Aber allein das hat schon so gewaltige Auswirkungen. Ich bin daher immer noch der Meinung, dass jede Website eine 2FA-Pflicht einführen sollte, die irgendwie mit sensiblen Daten umgeht. Aber dann gibt es da halt leider auch noch Konsorten wie Spotify, die das nicht mal anbieten. Auch die Anzahl an Bots sollte das reduzieren und wir wissen, glaube ich, alle, wie nervig es ist, unter einem Video zugespammt zu werden mit irgendwelchen Bot-Kommentaren. Den Bericht der Woche findet ihr auf Twitter von Rebecca Ziesielski. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es geht darum, ob unsere Handys uns vielleicht doch zuhören und die Recherche ihres Teams war beeindruckend, aber auch irgendwie verängstigend. Denn Mikros können seit Android 12 nur maximal eine Stunde heimlich mitlaufen. Immer noch sehr lange, wenn ihr mich fragt. Daher haben sie getestet, ob Bewegungssensoren vielleicht auch genutzt werden könnten zu sowas. Bei einem normalen Zimmergespräch zwar wohl eher nicht, aber bei einem Telefonat konnte man gut den Unterschied zwischen Gespräch und Musik erkennen. Außerdem würde wohl kaum jemand irgendwie Audio direkt an die App-Server schicken. Das hat sie zumindest rausgefunden. Sondern auf dem Handy selbst würde das Ganze in Text übersetzt werden. Und dann hat man nur noch Textbausteine, die kann man relativ unauffällig übertragen. Das Problem ist, man kann Apps nicht beobachten, ohne dass sie das wissen.
Wenn Apps allerdings wissen, dass sie beobachtet werden, können sie sich anders verhalten. Es ist also sehr schwer zu sagen, ob eine App wirklich zuhört oder nicht. Da denkt man sich doch wirklich am ehesten, lassen wir doch einfach mal das Handy liegen. Aber die heutige Welt erlaubt so etwas absolut nicht mehr, und zwar für keinen von uns. Sonst sind wir bald wieder in einem weltweiten Hungergebiet. Schade, denn aus der Technologie könnte man deutlich mehr machen, wenn ihr mich fragt, wie etwa Berechnungen, um Covid oder Alzheimer besser heilen zu können und allen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ach, die gibt's? Tja, schade, dass Tracking irgendwie mehr gefördert wird als das. In diesem Sinne, lasst mir gerne einen Bookmark da, schreibt mir was in die Kommandozeile und schaltet auch nächste Woche wieder ein, da wird's wieder spannend. Bis dahin, ciao.